So. Was ist hier los? Da würde ich mal sagen, dein Argument passt gerade auch sehr gut. Okay, so. Freeburg erleidet Invasion kleiner Drogendealer. Okay. Halbfinale des Jugend-Hockey-Liga. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann Einsätze im Stadion haben, würde ich mal sagen, wenn wir eins haben. Stadtverwaltung erhalten Betriebswagen für Privatnutzung. Oh. Guck mal, was die sich alles leisten können, die Geigen, ey. Ich muss mal was machen. Ich räusper die ganze Zeit. Ich muss gleich mal irgendwie was trinken, dass das Räuspern aufhört. Warum bist du denn heute nicht zur Arbeit erschienen? Du bist voll top fit, Mann. Nein, nur weil du einen spannenden Krypti geguckt hast, das ist keine... Ja, du bist müde, du darfst. Oh, warte mal, wir haben noch nicht alle Platten gehört, ne? Was haben wir denn hier? This Train, Turk Murphy. Klingt gut. Nehmen wir mal. Eine freie Stelle. Wir haben eine freie Stelle. So. Ein Sven Jorgenson. Echt jetzt? Sven Jorgenson? Ist ja geil. Michael G. Scott. Mother Baker. Baker? Ah ne, warte, das verwechsel ich mit Resident Evil. Darf, die Baker-Familie. Ja, sorry, ich dachte hier, der Typ heißt Baker von den Jack, den wir spielen, aber der heißt ja anders. Stell dir mal vor, du kannst dir voll die Vettern, du kannst deine eigene Mutti einstellen, ist ja geil. James Wilkinson. Jagonson und Wilkinson. Echt jetzt? Peter Mont. Ja gut, hier komm her. Jorgensen. Du kommst in die A-Schicht, wir sind unterbesetzt. Ja, geil. So, Ermittlungen haben wir nicht. Gangs haben wir auch nicht. Sieht gut aus. Angestellte? Schaut's denn aus? Sind stark unterbildet, brauchen mehr Gelder. Na, erst in 4 Tagen wieder. Dieses Lied ist voll leise, ne? Wenn man mal überlegt. Beethoven ist übelst laut und das Ding hier ist richtig. This Train klingt so ein bisschen wie von Fallout. Achso, das ist ein Fall, habe ich gar nicht gesehen. Unerlaubtes Betreten. Bill Buckler berichtet, dass sich 2 unidentifizierte Männer auf seiner Farm geschlichen und Scheune in Brand gesteckt haben. Bei der Zeit des Anrufs versuchen sie Verbrecher gerade den Zugang zu Hause. Oh, oh. Ja, was ist denn das hier für eine müde Truppe? Wie soll ich denn da Fälle lösen? Ja, na schon wieder der nächste Fall. Oh, was ist jetzt los? So, in der Nähe des Hauses befindet sich keine Spur von einer Angst. Die Hintertür gehen. Und der Fall wurde gelöst. Erwischt. So. Diebstahl. Ein Drogensüchtiger hat versucht, eine Flasche teuren Alkohol unter den zu verstecken. Er wurde erwischt, bekam einen Wutanfall. Vielleicht kriegt er was ab, vielleicht wird er davon ein bisschen wacher. Ja, sieht ja ganz gut aus, aber die Musik ist ein bisschen langsam, aber naja, lass mal durchgehen. So, was will er hier? Einer soll hin. Ja, komm mal her. Einen halten wir noch in den Ersatz, falls wir Verstärkung braucht darauf. Wir sind vollkommen unterbesetzt, das darf doch nicht wahr sein. Und meine Stimme geht weg. Ich muss gleich mal Pause machen, wenn der Tag vorbei ist. Berichte, mal schnell gucken. Stadtzentrum. 1000 Öcken. Nur 1000 Öcken können wir mitnehmen. Täter gefasst? Perfekt. So. Angriff auf eine tödliche Waffe. Schenken wir die Ball mal hin.
Tja, da muss ich wohl ein bisschen Detektivarbeit. Siehst du? Guck mal hier. Gleich erstmal Verstärkung. Hier, da geht's ab. Versuchter Mord. Liegt auf der Straße. Er sieht aus, als würde auf ihn geschossen worden, aber niemand sehr. Für 1000 Ecken. Vielleicht schafft das. Krankenwagen ist unterwegs. Ich hasse es für die Mafia, diese Kacke zu machen. Na, verreckt. Krankenwagen hat es nicht rechtzeitig geschafft. Aber jedenfalls haben wir die. Sehr schön. Was? Was steht da? Der 8 Jahre alte Kevin ist allein zu Hause und versteckt sich unterm Bett. Unbekannte haben sich vor einer Tür der Wohnung versammelt. Sternensinger oder was? Ja, bestimmt. Harry? Marv? Harry? Harry? Pass auf. Wir gehen mal hin. Ist bestimmt Sternensinger oder sowas. Ist bestimmt ein Fehlanruf. Aber geil. Easter Egg. Cool. Kevin allein zu Hause. Ist ja cool. Aber ich bin mal gespannt. Ja, die Musik hat auch aufgehört. Lohnt nicht mehr neu anzufangen. Schon wieder Verstärkung? Okay. Interessant. War wohl doch nicht Kevin allein zu Hause. Oder was war Kevin allein zu Hause und doch kein Fehlerruf, okay. Ich finde das cool, dass man richtig sieht hier, wie die Verstärkung wohin fährt und so. Ich hätte es aber besser gefunden, wenn das so ein bisschen reinzoomt, weißt du, so eine kleine Videosequenz kommt oder so, oder weiß ich nicht. Wenn es zumindest reinzoomt, dass man mal so die Stadt sieht, auch in dieser Grafik meinetwegen, aber so ein Täter gefasst, tatsächlich. Cool, interessant. Was halt irgendwie mal was ist, so einfach so langfahren ist blöd. So, du kommst morgen und wehe, du kommst nicht da. Du hässlicher. Aber morgen ist fit, okay. So, bevor wir weitermachen, ich muss mal kurz trinken und mal irgendwas mit meinem Hals machen, dass ich hier wieder reden kann, denn sonst ist in 2 Sekunden die Stimme weg. Bis gleich. So, kleinen Moment, geht gleich weiter. Sorry für alle, die gewartet haben. Das Problem ist, wenn man sich rein nach Paleo ernährt, hat man keine Süßigkeiten im Haus. Und da muss man erstmal die Schränke zu Hause durchsuchen. Und dann in der Bar ganz hinten, in der hintersten Ecke noch ein paar Salos finden. Ich hoffe, das bringt was. Und ein Eukalyptusbäulchen habe ich noch. Der schmeckt auch schon so, als wenn es der letzte war oder schon mal ein Koala dran gemümmelt hat. So, was ist hier los? Das ist ja mal schön. Okay, lass uns den Tag beenden. Was sagt denn die Aufnahme? Die läuft noch. Oh, 2 Stunden 38. Ach ja, wir haben ja sehr spät angefangen. In my new role as corrupt Was ist denn da los? official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was in schon wieder Hals wieder ein bisschen feucht wird. You look even better than you do on TV. Vargas. Okay, wer ist er denn jetzt? There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city.
All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freiburg. Ugh. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vickis Varga, rising star in Freiburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Oh, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freiburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freiburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. Echt jetzt? Er nimmt mich an die Hand und schreibt This seine city Nummer of auf? yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Na, wollen wir mal sehen.